Bosco! Rebecca. Heute erkläre ich dir die Teilbarkeitsregeln. Teilbarkeitsregeln. Ja, und zwar durch alle diese Zahlen. Liebe Zuschauer, wenn euch eine Teilbarkeitsregel durch eine bestimmte Zahl interessiert, könnt ihr gerne in das jeweilige Kapitel vorspringen. Ich habe sie alle in der Videobeschreibung unterteilt. Bosco, kennst du eine Teilbarkeitsregel? Ich kenne sogar zwei. Wow, welche denn? Die erste Regel ist, ich teile mein Essen nicht. Die zweite Regel ist, es gibt nur eine Regel. Bosco! Ja, ist so. Lass uns doch mal ein bisschen ernst sein heute. Also wenn es um Essen geht, bin ich immer ernst. Okay. Aber du benutzt das Wort teilbar anders als ich. Mathematisch gesehen bedeutet teilbar nämlich nicht, dass man es gar nicht teilen darf, sondern dass, wenn man durch die jeweilige Zahl teilt, ein glattes Ergebnis rauskommt, also keine Kommazahl oder keine Zahl mit Rest. Dann heißt es mathematisch gesehen teilbar. Gut, ich erkläre dir jetzt die Teilbarkeitsregeln eine nach der anderen. An den Zahlen 600, 376, 108 und 85. Wer mag, kann das auch jetzt schon mal für die ganzen Zahlen überprüfen. Ja. Eine Zahl ist teilbar durch 2, wenn sie gerade ist. Also wenn ihre letzte Ziffer 0, 2, 4, 6 oder 8 lautet. Aha. Bosco, sag doch mal, ist die 600 durch 2 teilbar? Ja. Warum? Ja, weil die 0 eine glatte Zahl ist. Gerade Zahl heißt das. Eine gerade Zahl ist. Ja, die Zahlen 1, 3, 5, 7 und 9 sind ungerade. Ja. Und die 0, 2, 4, 6 und 8 sind gerade. Und deswegen ist die 600 durch 2 teilbar. Dann ist die 376 auch durch 2 teilbar, weil die 6 auch gerade ist. Richtig. Und die 108 auch, weil die 8 gerade ist. Ja, Aber die 85 nicht, weil die 5 ungerade ist. genau. Man kann das aufschreiben, wie ich es hier gezeigt habe, mit einem Balken. Wenn ich schreibe 2 Balken und dann die Zahl, heißt es, dass die 2 ein Teiler von der Zahl ist. Und wenn ich diesen Balken aber durchstreiche, wie bei der 85, heißt es, dass die 2 kein Teiler von der 85 ist. Also Ja. 2 teilt nicht die 85. Ja. So viel zur Schreibweise. Gut, jetzt erkläre ich dir die Teilbarkeitsregel für die Zahl 3. Jawohl. Eine Zahl ist genau dann durch 3 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 3 teilbar ist. Quersumme. Ja, Quersumme bedeutet, dass du die einzelnen Ziffern addieren musst. Bei der 600 rechnest du zum Beispiel 6 plus 0 ergibt. 6. Das wäre dann also die Quersumme von der 600. Aha. Und ist diese 6 durch 3 teilbar? Ja klar. Ja, 6 2 ist mal durch 3. 3 teilbar. Deshalb ist auch die 600 durch 3 teilbar. Das ist ja easy. Ja, also immer wenn du wissen willst, ob eine Zahl durch 3 teilbar ist, addierst du alle Ziffern, rechnest somit die Quersumme aus. Und wenn die Quersumme durch 3 teilbar ist, dann ist die ganze Zahl auch durch 3 teilbar. Ja, lass mich mal machen. Also muss ich jetzt hier rechnen, 3 plus 7 ist 10, plus 6 sind 16. Ja, Und jetzt muss ich gucken, ob die 16 durch 3 teilbar ist. genau. Ist sie nicht. Ja, Weil 15 ist durch 3 teilbar. 5 mal 3 ist 15. genau. Also kann die 16 nicht auch durch 3 teilbar sein? Gut, deswegen Also ist die nein. 376 auch nicht durch 3 teilbar. Okay. Bei der 108 rechne ich 1 plus 0 plus 8 sind 9. Und die 9 ist durch 3 teilbar. Also ist die 108 teilbar durch 3. Genau. Na super. Und die 85 sind 8 plus 5 sind 13. Das ist nicht teilbar durch 3. Also nein. Gut. Easy. Die Teilbarkeitsregel durch 4. Eine Zahl ist genau dann durch 4 teilbar, wenn die hinteren beiden Ziffern als eigenständige Zahl gelesen durch 4 teilbar sind. Denn 100 ist ja durch 4 teilbar und alle Vielfachen von 100 somit auch. Nur die hinteren beiden Ziffern entscheiden also darüber, ob die gesamte Zahl durch 4 teilbar ist oder nicht. Also zum Beispiel bei der 600 müsstest du nur die hinteren beiden Ziffern anschauen, die beiden 00. Nuller, ja, und dich fragen, sind die durch 4 teilbar? Also ist 00 teilbar durch 4? Nein. 0 durch 4 kann man schon rechnen, oder? Ich nicht. Wie denn? Ja, gar nichts. Wie oft passt die 4 gar in gar nichts rein? Wie oft? Nullmal. Die 4 passt gar nicht in die 0 rein. Also kann man es ja rechnen. 0 ist ein glattes Ergebnis.
Also ist die 600 durch 4 teilbar. Aha. Bei der 376 musstet ihr also nur die 76 anschauen und dich fragen, ob die durch 4 teilbar ist. Aber jetzt keine Quersumme machen. Nein, die Sondern die Quersumme 76 nehmen. gilt nur für die 3 und für die 9. Aber das besprechen wir 76. gleich, ja. Naja, ich weiß, dass 40 durch 4 ist teilbar. Und 80 durch 4 ist teilbar. Das ist nämlich dann 20. Und 80 minus 4 sind ja 76. Also das wäre dann 4 mal 19. Also ist sie teilbar durch Also 4. ist sie 376 teilbar. Ganz genau. Dann ja. wäre die 476 auch teilbar. Und die 576 auch. Du hast es verstanden, genau. Ja. Super. Merkt ihr was? Dann lass mich mal die 108 machen. Da muss ich jetzt gucken, ob die 8 durch 4 teilbar ist. Ja. Klar, ist 2. Ja. Und also somit? ist auch die 208, die 308 und so weiter teilbar durch 4. Ja, genau. Ja. Okay. Was mache ich bei der 85? Dann musst du halt die 85 überprüfen. Dann nehme ich die 85. 20 mal 4 ist ja 80. Dann kommt die 84 und dann die 88. Also 85 ist nicht in der Viererreihe. Ja, gut. Also nicht teilbar. Richtig. Gut, verstanden. Teilbarkeitsregel durch 5. Eine Zahl ist genau dann durch 5 teilbar, Ja. wenn ihre letzte Ziffer entweder 5 oder 0 lautet. Das ist klar. Na dann, sag's für die Zahlen. Bei der 600 ja. Bei der 376 nein. Die 108 nein. Und die 85 ja. Genau. 0 und 5. Okay, das ist einfach. Ja. Erzähl mir mal was über die 6. Bei der 6 ist es eine zusammengesetzte Regel. Eine Zahl ist durch 6 teilbar, wenn sie sowohl durch 2 als auch durch 3 teilbar ist. Ach hey. Denn 2 mal 3 ergibt ja 6. Das heißt, damit eine Zahl durch 6 teilbar sein kann, muss sie sowohl gerade sein, als auch ihre Quersumme muss durch 3 teilbar sein. Das müsstest du also beides überprüfen. Das heißt, die 600 ist durch 2 teilbar, Weil sie gerade ist? weil sie gerade ist die 0. Und ist durch 3 teilbar, weil die Quersumme 6 ist. Und das ist durch 3 teilbar. Ja. Okay, die 376 ist durch 2 teilbar, aber nicht durch 3. Weil 3 plus 7 ist 10, plus 6 sind 16 und 16 ist nicht teilbar durch 3. Also nein. Also ist die 376 nicht durch 6 teilbar. Ja. Die 108 ist gerade und 1 plus 8 ist 9 und die 9 ist durch 3 teilbar. Also ist die 108 durch 6 teilbar. Ach herrje. 85 ist ungerade, also nein. Ja, dann kannst du schon ausschließen, dass sie durch 6 teilbar ist. Genau. Die 9. Ja, bei der 9 ist es die gleiche Regel wie bei der 3. Eine Zahl ist genau dann durch 9 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 9 teilbar ist. Die Quersumme hattest du ja schon ausgerechnet. Jetzt musst du also nur noch gucken, ob die Quersumme durch 9 teilbar ist. Okay, also hier bei der 6, nein. 6 durch 9 geht nicht. Hier war die Quersumme 16. Die 16 durch 9 kann ich auch nicht teilen. Ja. Hier habe ich Quersumme 9. 9 durch 9 ist 1, also ja. Und die 8 plus 5 ist 13. 13 kann ich nicht durch 9 teilen. Also ist nein. von unseren 4 Beispielzahlen nur die 108 durch 9 teilbar. Genau. Okay. 10 ist einfach, oder? Weißt du die schon? Hast Na, du alles, bestimmt was schon auf mal 0 gehört. endet. Ja. Alle Zahlen, deren letzte Ziffer eine 0 ist, sind durch 10 teilbar. Ja, also die 600 ja und die anderen 3 nein. Genau. Das ging schnell. Ja. Teilbarkeitsregel durch 12. Ja. Eine Zahl ist genau dann durch 12 teilbar, wenn sie sowohl durch 3 als auch durch 4 teilbar ist. Wenn also beide Regeln gelten, die Quersumme ist durch 3 teilbar und die hintersten beiden Ziffern sind durch 4 teilbar, dann ist die gesamte Zahl auch durch 12 teilbar. Ach hey. Das muss ich aber jetzt nicht machen. Nein, müssen wir nicht. Guckt einfach nach, ob ihr es richtig habt. Bei der 25 haben wir eine sogenannte Endstellenregel. Eine Zahl ist durch 25 teilbar, wenn sie endet auf 00, 25, 50 oder 75. Denn Klar.
100 durch 25 geht sowieso auf. 100 durch 25 ist ja 4. Das heißt, alle Vielfachen von 100 sind sowieso durch 25 teilbar. Also kommt es auch hier wieder nur auf die letzten beiden Ziffern an. Welche unserer Zahlen sind durch 25 teilbar? Ja, nur die 600. Weil die anderen enden nicht auf 00, 25, 50 oder 75. Richtig, okay. Ja. Gut. So, hier blende ich jetzt nochmal eine Tabelle ein. Da könnt ihr sehen, welche unserer Beispielzahlen durch welche Zahlen teilbar sind. Und die Regeln nochmal einblenden, bitte. Okay, und auf Boskos Wunsch blende ich auch nochmal alle Teilbarkeitsregeln übersichtlich ein, sodass ihr euch... Daumen hoch für Bosko. Ja, Daumen hoch für den Bosko und so könnt ihr euch die ordentlich abschreiben und dann habt ihr sie im Heft parat. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.